Hier ist reisemutig Darja und Bernd. Heute nehmen wir euch mit auf eine Grand Tour durch Wien. Wir erleben Wiens imperiale Bauwerke und ihre kaiserliche Eleganz, Lassen uns von Wien im Regen verzaubern, besuchen den Volksgarten, ein Paradies aus Rosen, spüren Nervenkitzel auf dem berühmten Riesenrad im Prater, entdecken nostalgische Gassen der Wiener Altstadt, nehmen euch mit zu einem prachtvollen Wiener Abend. tauchen ein in das imperiale Erbe der Stadt, Genießen festliche Lichter und Wiener Winterromantik auf den Weihnachtsmärkten. öffnen eine neue Perspektive auf die Kirchen mit moderner Lichtshow, Erleben Farben, Formen und Natur à la Hundertwasser. erzählen von der Pflanzenliebe der Wiener, geben Tipps für die beliebtesten Spots der Wiener Gaumenfreuden, Ehren die letzte Ruhestätte großer Persönlichkeiten auf dem Zentralfriedhof zeigen die Museumswelt, in der klassische Meisterwerke die Avantgarde treffen, und fahren mit den Öffis stressfrei durch die Stadt. Los geht's! Wien ist eine der lebenswertesten Städte der Welt und begeistert mit ihrem kaiserlichen Glanz. Zuerst besuchen wir gemeinsam die schönsten Bauwerke Wiens Die Hofburg steht als Symbol der Habsburger Macht. und war über Jahrhunderte das politische Zentrum des Kaiserreichs. Hier kann man die Nationalbibliothek, die spanische Hofreitschule und die Kaiser-Apartments besichtigen. Die Staatsoper zählt zu den berühmtesten Opernhäusern. Ihre formvollendete Architektur und erstklassigen Aufführungen muss man gesehen haben. Das Albertina, Verbindet Kunst und Geschichte in einem prachtvollen Palais. ihre Sammlung umfasst Meisterwerke von Dürer, Rubens, Monet und vielen weiteren Künstlern. Der Burggarten, einst der private Garten der Habsburger, ist heute eine grüne Oase und mitten in der Stadt. Hier taucht man in die Welt exotischer Pflanzen im Palmenhaus ein. Und findet in den weiten Rasenflächen und schattigen Baumalleen des Gartens einen Ort zum Entspannen. Das Museumsquartier vereint barocke Architektur Mit moderner Kunst. Es ist eines der größten Kulturareale Europas, und Heimat renommierter Museen wie das Kunsthistorische Museum und das Leopold-Museum. Der neoklassizistische Baustil des Parlaments, geprägt von der griechischen Antike, vermittelt auf den ersten Blick eine zeitlose Aura. Das Bauwerk ist Schauplatz politischer Entscheidungen und zugleich ein Symbol der Demokratie. Im 18. Jahrhundert erbaut, ist das Schloss Belleverde eines der reizvollsten Barockschlösser Europas. Und bietet ganz im Sinne seines Namens herrliche Ausblicke. Es besteht aus zwei Teilen, dem oberen und dem unteren Belleverde, die durch eine kunstvoll gestaltete Gartenanlage miteinander verbunden sind. Die Freianlage ist ein Meisterwerk barocker Gartenkunst. Sie enthält symmetrische Terrassen, Springbrunnen und Skulpturen. Das Befreiungsdenkmal erinnert an die Befreiung Wiens im Jahr 1945. Es steht als Mahnmal für die bewegte Geschichte der Stadt. Der Regen überrascht uns und wir suchen Schutz in einer U-Bahn-Station. Doch anstatt dort nur gelangweilt abzuwarten, werden wir von den rhythmischen Klängen und der tänzerischen Energie mitgerissen. Der Moment, in dem die berühmte Wiener Leichtigkeit des Lebens zum Vorschein kommt. Der Volksgarten ist nicht nur eine der schönsten grünen Oasen Wiens, Es ist auch ein Ort voller Hingabe und Tradition.
Hier blühen mehr als 3000 Rosenstöcke in über 400 verschiedenen Sorten. Sie verwandeln den Park in ein duftendes Paradies. Im Volksgarten trifft prachtvolle Gartenkunst auf kaiserliche Geschichte und schafft eine unvergessliche Atmosphäre. Besonders romantisch ist ein Spaziergang entlang der blühenden Beete, vorbei an kunstvollen historischen Brunnen, die zusammen mit Jesus-Tempel die malerische Kulisse des Gartens vollenden. Wenn der Winter kommt und der erste Frost die Stadt erreicht, verschwinden die farbenfrohen Blüten. Doch das Leben in den Beeten ruht nicht, es wird behütet. Jedes Jahr werden die empfindlichen Hochstammrosen mit Jutesäcken sorgfältig umhüllt. Dank der Rosenpatenschaft können sich Parkbesucher aktiv an der Erhaltung des Gartens beteiligen. Der Wiener Prater ist mehr als nur ein Vergnügungspark. Er ist ein Ort voller Nostalgie, Adrenalin und magischer Momente. Kein Besuch in Wien ist komplett ohne eine Fahrt mit dem Wiener Riesenrad. Seit 1897 dreht sich dieses ikonische Wahrzeichen über den Dächern Wiens und bietet einen weitreichenden Blick auf die Stadt. Madame Tussauds ist ein Highlight für alle, die ein bisschen Glamour in ihren Praterbesuch einbauen möchten. In diesem interaktiven Wachsfigurenkabinett trifft man auf viele Legenden und internationale Stars aus Film, Musik und Sport. Wie Lady Gaga und Marilyn Monroe. Hier kann man nicht nur Fotos mit berühmten Persönlichkeiten machen. Man erhält ebenso einen Überblick über lokal inspirierte Figuren, wie Sissi. Ein Spaziergang durch die Wiener Altstadt ist ideal, um Wiens Charakter zu erfassen. Zwischen prunkvollen Bauten und versteckten Innenhöfen entfaltet sich das unverwechselbare Flair der Stadt. Der Neue Markt ist einer der ältesten Plätze Wiens. Hier bestaunt man den barocken Donaubrunnen aus dem 18. Jahrhundert. In der Rauhensteingasse stand einst das Haus, in dem Wolfgang Amadeus Mozart seine letzten Tage verbrachte. Und das Museum Mozarthaus Vienna befindet sich im erhaltenen Wohnhaus von Mozart. Die Ballgasse, klein und voller Charme, ist ein Geheimtipp für Kunstliebhaber, die hier zahlreiche Galerien entdecken können. Ein weiteres Highlight der Wiener Altstadt ist die beeindruckende Ankeruhr am Hohen Markt. Zu den lebendigsten Ecken des ersten Bezirks zählt der Fleischmarkt, dessen Gassen mit kleinen Cafés, Restaurants und Bars locken. Besonders bekannt ist das Griechenbeisel, eines der ältesten Wirtshäuser Wiens. Weiter geht's auf die Suche nach noch erhaltenen Überresten der alten Stadtmauer. Sie entdeckt man am Stubentor. Einen besonderen Wiener Höhepunkt erlebt man bei der Strauß-Diener-Show, die eine perfekte Mischung aus Musik, Tanz und Kulinarik bietet. Mahlzeit!
Unser Weg schlängelt sich weiter auf den Spuren Wiens Imperialerbe. Dabei entführt das Sissi-Museum wie kein anderes seine Besucher in die glamouröse Welt der Schönen und Reichen. Sie ist wohl die berühmteste, aber auch geheimnisvollste Frau der Geschichte, Kaiserin Elisabeth von Österreich. Mit nur 16 Jahren wurde die junge Elisabeth zur Kaiserin, eine Rolle, die sie nie anstrebte. Ihre Schönheit war das Resultat harter Disziplin, die sich in den Ausstattungen ihres Zimmers mit Fitnessgeräten wie Ringen und Sprossenwänden zeigt. Sissis Drang nach Freiheit trieb sie ständig auf Reisen, bis ihre Unrast am 10. September 1898 tragisch endete. In Genf fiel sie einem italienischen Anarchisten zu Opfer. Ein weiteres strahlendes Symbol der kaiserlichen Pracht ist Schloss Schönbrunn, ein barockes Meisterwerk und ehemalige Sommerresidenz der Habsburger. Dieses Schloss, umrahmt von prachtvollen Gärten, zählt zu den Wahrzeichen Wiens und erzählt die Geschichte von Maria Theresia, Kaiser Franz Josef und der legendären Sissi, die hier ihre glanzvollen Lebensspuren hinterließen. Mit seinen 1441 Zimmern, die von Intrigen, Festlichkeiten und Alltagsleben vergangener Jahrhunderte zeugen, beeindrucken die Säle und Kabinette mit goldenen Verzierungen, kunstvollen Deckenfresken und original erhaltenen Mobiliar. In der kaiserlichen Wagenburg wird die Pracht des Hoflebens besonders sichtbar. Hier stehen sie noch heute, die kunstvoll verzierten Kutschen, mit denen sich die Habsburger in Szene setzten und ihren Status zur Schau stellten. Jedes Stück ist ein Meisterwerk handwerklicher Kunst. Nicht nur Paläste und Kutschen zeugen vom Glanz der Monarchie. Die beeindruckenden Hallen der österreichischen Nationalbibliothek mit ihrem Prunksaal gehören ebenfalls dazu. Das ist Anfang des 18. Jahrhunderts. Und Sie sehen hier die Bücher der Habsburger. Das ist auch, um zu zeigen, ich kann lesen, ich bin belesen, aber auch zu zeigen, ich bin reich, kann mir das leisten. Und natürlich hatten die Habsburger auch eine Bibliothek, also eine Sammlung. Und der Direktor wollte damals einen passenden Saal dafür. Und der Karl VI. War ganz begeistert und hat beschlossen, wunderbar, der liebte Bücher, er liebte das Wissen. Wien zur Weihnachtszeit ist eine wahre Zauberwelt. Wir beginnen am Weihnachtsmarkt am Museumsplatz, der von prachtvollen Gebäuden umrahmt ist und eine belebte Atmosphäre bietet. Ein paar Schritte weiter erreichen wir den Stephansplatz. Hier, neben der Ikone der Stadt, wirkt der Weihnachtsmarkt besonders authentisch. In dem Fall hier bei dem Vanillekipferl sind das 200 Gramm zimmerwarme Butter. Okay. Gibt es etwas ganz Spezielles für Österreich? Sicher. Das? Ja. Das, was ich Ihnen abtauche. Okay, dann nehme ich auf jeden Fall eine. Gerne. Danke. Die Spiegelgasse verwandelt sich im Winter zu einer strahlenden Begegnung. Der sanfte Schein der Lichter spiegelt sich in den alten Fassaden wider und verleiht der Gasse eine besonders festliche Stimmung. Der Wiener Christkindlmarkt am Rathaus ist ein besonderer Ort, an dem alle Facetten Wiens in einer traumhaften Winterkulisse vereint sind. Hier verschmelzen Tradition und Romantik zu einem. Die Lichter brachten auch die historische Kulisse des Wiener Rathauses in einen warmen goldenen Schein ein. Es duftet nach gebrannten Mandeln und würzigem Glühwein, der die kalten Hände wärmt und das Herz mit weihnachtlicher Vorfreude erfüllt. Der Wiener Eistraum im Stadtpark zieht in seinen Bann mit glitzerndem Eis, kindlicher Unbeschwertheit und pure Lebensfreude. Am Stephansplatz erstrahlt der Weihnachtszauber in einem Meer aus funkelnden Lichtern, das sich vom prächtigen Tannenbaum über den Platz bis hin zur festlichen, bunten Stephanskirche erstreckt.
Alles glänzt und reflektiert sich in den Fenstern der Läden. Das Museumsquartier verwandelt sich im Winter in einen gemütlichen Weihnachtsmarkt, der sich harmonisch in das Areal einfügt. Und mit einer herzlichen Atmosphäre punktet. Weniger Gehminuten entfernt liegt das lebendige Neubauviertel, ein pulsierendes Quartier. Das mit seinen kleinen Boutiquen und charmanten Kunstgalerien kreativen Spirit der Stadt spürbar macht. Wien ist eine Stadt voller spiritueller Tiefe. Und ihre Kirchen sind Orte der andächtigen Begegnung zwischen Geschichte und Moderne. Die Votivkirche ist ein schönes Beispiel dafür. Die immersive Lichtshow Light of Creation entführt uns in eine Welt visueller Magie, in der die Schönheit der Architektur mit kunstvollen Lichtkreationen verschmilzt. Der Stephansdom, Wiens ikonische Wahrzeichen und Paradebeispiel gotische Baukunst, wurde erstmals 1137 erwähnt. Wobei seine heutige Architektur vom Einfluss des 14. Jahrhunderts geprägt ist. Wer sich auf den Nordturm wagt mit seinen 136 Metern Höhe, wird mit einem weitgreifenden Blick über die ganze Stadt belohnt. Hier befindet sich die Pummerin, eine der größten Glocken Europas. Das Dach verziert mit etwa 230.000 Ziegeln, Fängt das Licht in verschiedenen Farben ein und bildet ein unvergessliches Muster. Neben ihrer barocken Architektur ist die Karlskirche auch für ihre beeindruckende Akustik bekannt. In ihren Räumen entfalten Vivaldis Meisterwerke ihre einzigartige Kraft und kreieren eine erhabene Stimmung. In der griechisch-orthodoxen Kirche zur heiligen Dreifaltigkeit erlebt man eine unvergessliche Atmosphäre der Ruhe, die von den leuchtenden Ikonen und dem Duft von Myrrhe verstärkt wird. Die Rupertskirche, Wiens älteste Kirche, ist ein wahres Kleinod. Ihre romanischen Elemente und schlichte Schönheit setzen einen spannenden Kontrast zur modernen Welt, die sie umgibt.
Die Jesuitenkirche Maria Himmelfahrt verbindet barocke Pracht mit einer düsteren Atmosphäre, die durch das Spiel von Dunkelheit und Licht ein faszinierendes neues Verständnis von geistiger Reflexion eröffnet. Friedensreich Hundertwasser war ein Visionär, der die strengen Linien der modernen Architektur aufbrach und eine harmonische Verbindung zwischen Mensch, Natur und Kunst schuf. Haus Wien ist ein Museum, der ebenfalls von Hundertwasser gestaltet wurde. Es beherbergt eine beeindruckende Sammlung seiner Gemälde, Grafiken und architektonischen Entwürfe. Die Innenräume sind genauso unorthodox wie seine Bilder. Schiefe Böden, unregelmäßige Fenster und kreative Details erzeugen eine Stimmung, die einen von den Zwängen des Alltags befreit. Das Hundertwasserhaus ist eines der außergewöhnlichsten Wohnhäuser der Welt. Es wurde in den 1980er Jahren nach den Vorstellungen des Künstlers erbaut. Die üppig begrünten Fassaden sind bunt und unregelmäßig. Hundertwasser glaubte, dass starre Formen den Menschen krank machen und setzte auf organische, fließende Strukturen. Wien zeigt, wie Pflanzenliebe in der Stadt integriert werden kann. Immer häufiger findet man hier Vertikalbegrünung, die den urbanen Raum aufwerten. Der Blumenbazar im Schloss Schönbrunn, ein weiteres Highlight für Pflanzenfreunde. Es wird oft zu besonderen Themen wie fleischfressende Pflanzen organisiert. Für alle, die eine Mischung aus traditioneller Handwerkskunst und modernen Gartenideen suchen, ist das Kramer & Kramer im Palais Harrach ein Muss. Hier findet man wunderschöne Pflanzen samt einer inspirierenden Atmosphäre. Wien ist auch für seine genussvolle Vielfalt an kulinarischen Erlebnissen bekannt. Hier trifft Tradition auf Moderne. Dabei bietet die Wiener Genusswelt für jeden Geschmack das perfekte Erlebnis. Der Naschmarkt ist ein wahres kulinarisches Fest. Hier verschmelzen die Aromen der ganzen Welt zu einem einzigartigen Mosaik der Sinne. Zwischen den Ständen mit exotischen Gewürzen und lokalen Spezialitäten findet man gute Qualität und Quantität. In den Straßen von Wien begegnet uns überall der Streetfood. Die Straßenimbisse bieten vom Sushi über Kebab bis zur Pizza. Das Café Landmann empfängt seine Besucher seit 1873 und ist ein absolutes Must-See. Reserviert rechtzeitig einen Tisch. Für das Café Sacher gilt dasselbe. Für ein echtes Wiener Kaffeehauserlebnis darf es nicht fehlen. Rechtzeitig reservieren, nicht verpassen. Im Fiegelmüller erwartet euch das legendäre Wiener Schnitzel. Auch hier gilt, sichert euch rechtzeitig einen Platz. Wer neben guten Kaffee und Kuchen auch Freude an tierischer Gesellschaft sucht, ist in Neko Wien Katzcafé genau richtig. Hier warten euch freundliche Katzen. Der Wiener Zentralfriedhof, 1874 eröffnet, zählt zu den größten Friedhöfen Europas. Mit einer Fläche von 2,5 Quadratkilometern und rund 330.000 Grabstellen. Von dem Friedhof, wir haben, was sehen Sie dort? Sogar eine Buslinie, die da durchführt. Sie können da Rad fahren, Sie können sich da einen Scooter mieten, Sie können im Winter, wenn es schneien sollte, auch eine Langlaufloipe hier vorfinden. Ja? Hier finden sich die Gräber zahlreicher berühmter Persönlichkeiten, deren Leben und Werke tief mit der Geschichte Wiens verbunden sind. Es war ein armer Begräbnis, nein, es war ein Begräbnis dritter Klasse, also ein ganz normales Begräbnis, aber er ist zusammen mit einer Familie in einem Schachtgrab bestattet worden. Bis heute weiß man nicht genau, wo Mozart begraben ist. Das Falco-Grab ist ebenfalls zu einer Pilgerstätte geworden, an der seine Fans das Andenken an einen der größten Popstars Österreichs bewahren. Eines Tages stand plötzlich dieses hier da. Ja? Unbekannter Künstler 2010. Nicht nur überraschende Künstlerinstallationen,
Auch viele Grabsteine beeindrucken mit einzigartigem Design, die von kreativer Handwerkskunst und tief empfundener Symbolik zeugen. Sie machen den Ort zu einer Quelle der Inspiration für Besucher und Kunstliebhaber. Eine Stunde lang hat man erst einmal gespielt, die Hitparade der besten Begräbnissongs. Ja? Das gibt's, ja. Was wird am meisten genommen? Der Nachklang, das Konzert, ist eine außergewöhnliche Veranstaltung, die alle 2 Jahre auf dem Zentralfriedhof stattfindet. Es bietet live gespielte Musik aus unterschiedlichen Epochen. Der Park der Ruhe und Kraft auf dem Zentralfriedhof ist ein Platz der Stille und eine Gelegenheit zur Reflexion und Energieaufnahme. Die russisch-orthodoxe Kirche, 1891 erbaut, wurde als Grabkapelle für die Angehörigen der russischen Zarenfamilie Und russische Aristokratie errichtet, die häufig in Wien lebten und dort starben. Die Museumslandschaft Wiens ist vielfältig. Hier verschmilzt Tradition mit der Avantgarde. Das Leopold-Museum ist ein Highlight der modernen Kunstszene. Es präsentiert eine herausragende Sammlung mit Gemälden von Hans Makart, darunter die Serie Moderne Amoretten, Medea von Anselm Feuerbach Oder Blumenmarkt an der Madeleine 4 von Theodor von Hörmann. Die Stadtansichten von hier aus sind genauso beeindruckend wie die Sammlung selbst. Von Otto Friedrichs Dame in Rot. Geht es weiter zu Gustav Klimts Tod und Leben. Das Museum zeigt etwas mehr von Klimt. Und erlaubt einen tieferen Einblick in seine kreative Welt. Auch die Arbeiten von Franz von Stuck Und Rudolf Kalbach sind Teil der Ausstellung. Hier wird die Jugendstilepoche durch einzigartige Möbel und weitere Exponate hautnah lebendig. Man trifft auf Kokoschkas Puppe und seine Werke. und man begegnet den atemberaubenden Bildern von Egon Schiele. Zum Abschluss bestaunt man Alexei von Jawlinski. Das Heidi-Horten-Museum wurde im Jahr 2022 eröffnet und präsentiert eine exklusive Sammlung moderner und zeitgenössischer Kunst. Gegründet wurde das Museum von der Kunstsammlerin und Mäzenin Heidi Göß-Horten. Die Sammlung umfasst Werke weltberühmter Künstler wie Pablo Picasso, Andy Warhol, Emil Nolde, Marc Chagall und vielen anderen. Sie reicht von Meisterwerken des frühen 20. Jahrhunderts bis hin zu zeitgenössischen Positionen und spiegelt die Vielfalt und den Wandel in der Kunstgeschichte wider. Der nächste Halt ist das Albertina, das für seine weltberühmte Kunstsammlung bekannt ist. Zu den Höhepunkten zählen Werke von Claude Monet, Edgar Degas, Henri Matisse sowie Hafen von Marseille von Paul Signac und Porträt einer Frau von Paul Gauguin. vorbei an Christian Rolfs, Wilhelm Töni und Lyubov Popowas malerische Architektur lassen uns in Marc Chagall und Pablo Picasso Werke aufs Neue verlieben. Abschließend tauchen wir in die Welt des bahnbrechenden Denkers Sigmund Freud ein, der das 20. Jahrhundert mit seinen Erkenntnissen zur Psychoanalyse nachhaltig prägte. Im Sigmund Freud Museum, das sich in seinem ehemaligen Wohnhaus befindet, kann man die Ursprünge und Entwicklung der Psychoanalyse hautnah erleben und gleichzeitig die kulturellen sowie intellektuellen Strömungen seiner Zeit nachvollziehen. Das Herzstück der Ausstellung ist das wohl bekannteste Sofa der Welt Die berühmte Couch, auf der Freud seine Patienten empfing und die zum Symbol der Psychoanalyse geworden ist. Die Wiener Öfis bieten eine perfekte Möglichkeit, die Stadt zu entdecken, ohne den Stress des Autofahrens und Parkplatzsuche. Der Hip-on-Hop-Bus ist ideal für Sightseeing. Haltestopps werden an den beliebtesten Sehenswürdigkeiten Wiens angeboten.
Eine Fahrt mit der Straßenbahn vermittelt ein ganz besonderes Gefühl für Wiens Atmosphäre. Auch die Schnellbahn in Wien ist nicht nur schnell, sondern auch sehr zuverlässig. Nun verabschieden wir uns von Wien, eine Stadt voller Charakter, die uns inspiriert und mit unvergesslichen Erinnerungen bereichert hat.